müssen wir nochmal ganz kurz gucken. So, hallo? Ich weiß, dass ich da runter kann. Ich war da schon, danke. So. Springen. Auf geht's. Zack. Die Ursache macht halt einfach Geräusche beim Springen, als wäre er 3 Milliarden Tonnen schwer, ey. So. So. Ich mag die Musik hier in diesem Ort. Mal noch hoch. Mal einer an. Okay, hat sich ja gar nicht gelohnt. Abstein. Arskel Stockhold, Dawnmaster. From death, life. Hat seinen Sarg ausgebuddelt. Der geliebte Dämmermeister Stockhalt wurde mit einem zeremoniellen Streitkolben begraben, zu Ehren der vielen scheidenden Streitkolben, mit denen er zu Lebzeiten das Böse aus dem Land getilgt hatte. Haben wir denn jetzt die ganzen zeremoniellen Sachen dabei? Ich habe die, glaube ich, auch wenn dann alle ins Lager geschickt, ne? Da wäre der Streitkolben. Mhm. Na gut. Echt irgendwo? Ach, den wollte ich hier, glaube ich, noch geben, ne? Zorn. Zeremonien Streitaxt haben wir hier. Kriegshammer und theoretisch den Streitkolben, ne? Das Schwert, das ist leider irgendwo in Benutzung, glaube ich. Lizelle das? Ich glaube, das hat Lizelle. Ja, Zeremonien, Schlangenschwert. Wäre eine Alternative. Axt oder sowas, ne? Jetzt mal kurz in diese Kammer zurück. Ich glaube schon. Ich glaube, die war oben. Wo steht Teddy schon wieder? Teddy steht schon wieder irgendwo im Nirgendwo rum. Hier ist sie. So. Der Hammer muss nach hier. Dawnmaster Seed. Was ist denn hier? Irgendwas.
Kann ich das einfach... Warte mal. Hier, lass mich mal wieder runter, danke. Wieder bitte mal auch runter. Wo ist er hin? Was? Mhm. Schwert. Muss leider Gottes einmal kurz Beile so. Eager for battle. So. Can't give up now. The monastery's notable keepers adorn these intricate panels. Evensong before the Zenith Day, celebrated by Dawnmaster Stockhold. Hm? Okay. Das heißt hier... Looks like any regular weapons I have work here too. Ah. Hier muss dann... Das hat auch Alak. Jetzt? The monastery's notable keepers adorn these intricate panels. Jetzt intern weiter. Ich weiß es nicht. Ist hier draußen irgendwas passiert? Psst, okay. Wäre dann eventuell die Tür von alleine aufgegangen und ich hätte sie jetzt nicht auf dingensen müssen. Naja, ich nehme das Schwert mal wieder mit. Das geht dann auch wieder an Lizelle. Assume nothing. Ich aber glaube ich meinen Karlak noch. Das einmal tauschen. No one back home will ever believe this. Vermutlich wäre dann die Dingens aufgegangen. Die Tür einfach aufgegangen. Streitkampf kann ich da einfach liegen lassen. X-Hammer mit. Packen den, dann einfach den mal weiter wieder an Karlak. Auch, dass wieder an Karlak geht. Dann habe ich Space, damit ich hier nicht überladen bin. Okay. Die darf da hinten noch rumchillen. Das ist für mich okay. So.
Dann haben wir als nächstes unten noch dieses komische Goblin-Lager. Das war hier, glaube ich. Essen des Morgens. Da reingehen. Speichern wir aber. Region. Weiterwagen, jo. Lagerplatz. Bitte wer? Warum Lagerplatz? Aha. Oh. Ui. Supreme Kithrak, has Vlakith sent you to slay me with your own blade? I've not come to kill you, Lae'zel. Oh. I've come to aid you. Don't trust him. Skakek Kier Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. Das Laser lieber lassen? Ich weiß nicht. Eure Schenken wollten uns töten. Warum sollte Laser auf euch hören? I knew you would fight, and I knew you would win. I needed to ensure Vlakith's trust. This was the only way. I know you carry the astral prism, Lae'zel. Within it lies the seed of Vlakith's demise, and I intend to help you bring it to fruition. Vlakith's demise? Skaketh. I should run you through for suggesting it. Sprecht ihr von der Person im Inneren? Wisst ihr, wer das ist? Was wollt ihr von uns voraus? Ihr seid entweder ein Narr oder ein Held, dass ihr gegen eure eigene Königin arbeitet. Gebe ich das Astralprisma nicht, falls ihr darauf hinaus wollt. It is not. I've heard word from Kresh Yilik. You are infected. Yet the one in the prism has chosen you. Protects you with their power. The prism's tenant alone has the power to end Vlakith's tyranny. I've sought their freedom for eons. When the prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the opportunity I've so long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a taproom called Shares's Caress. That is where we decide the fate of my people. Lae'zel, together we will break our chains and be Vlakith's slaves no longer. I am no slave, just still Kithrak. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me, and she who will ascend me. Lies, Lae'zel, every last one. There is no purification, no ascension. The Zaith-Isk does not purify, it extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Madness. You flood me with this heresy. I will hear no more of it. Wer ist die Person in dem Prisma? Spricht die Wahrheit über den... muss ich vertrauen. Was wollt ihr tun, Lae'zel? Ich stehe euch bei. Vlakith hat euch irregeführt. Ich glaube ihm und er sollte noch... If they have not said, they must have good reason. And I won't be the one to betray them.
Vlakith hat euch irregeführt. Ich glaube ihm und ihr solltet das... Ah, ich weiß nicht. Tatsächlich glaube ich zwar schon, dass Vlakith Lizelle irreführen möchte, aber... Alle sind einverstanden. I served Vlakith the whole of my life. Learned her words, fought her battles. Yet she names me her Sharlak. Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make me regret it. Lizelle, I see Talak Magir in you, sister in freedom. Together we will be our people's light. Take this. It is a Quanith, a psionic detector. The Queen's warriors hunt you. The Quanith will sound you out when you come near their portals. Hear its cry and prepare for battle, or slip away. Okay. I should go. Vlakith's gaze pierces the seas and skies. She believes me loyal, and I can't afford her mistrust. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Slay any who try. Now to Baldur's Gate. I'll be waiting, Lizelle. Schwupp und schwupp. Der Zorn der Lichtkönigin. Ja, Lizelle, warte mal. Vlakith Kosivim Krath Crashhead. Only in Vlakith may we find light. These were the first words I ever read on Tirsu's slate. But they are no mere aphorism. They are law. They are creed. The root from which the 10,000 protocols stem. Forsake one protocol, and forsake Vlakith. Forsake Vlakith, and be the blood and meat which sates her dragons. If Voss speaks true, if Ascension is a lie, if tadpole purification is a fairy tale, then I have not sinned against Vlakith. She has sinned against me. Was ist dein Aufstieg eigentlich genau? Ascension is a young Githyanki's greatest honor. Long ago, the Geich enslaved my people. They dominated our minds and bred us for war, until Great Mother Gith took a hammer to our bonds. From the day of our hatching, young Gith have one purpose: to train hard enough to slay a Geich and take its head. Then, we speak the rite of Ascension, and a red dragon comes to fly us to Vlakith in Tunarath, City of Death. We are honored with an eternal home in the Astral, celebrated for our victory. We are ascended. Or so I believed. Was hat Vlakith eine Tyrannin genannt? Soll das heißen, dass ihr dazu stimmt? I'd never thought Vlakith a tyrant, or me as a vassal. She was the source of my might, and I the envoy of her will. A warrior, a champion, a destroyer. But if Voss is right, and Vlakith consumes the Ascended to gain power, then I am no destroyer. I am mere livestock, bred to be harvested and devoured. Every Githyanki is a slave with a singular purpose. Not to cull the Geich, not to prevent their grand design, but to raise Vlakith to true godhood. Sorry, wer ist die Person im Prisma? Was meint ihr? Wenn Voss sich irrt, wenn seine Behauptungen falsch sind und Vlakith recht hat? I don't know. I can't know. And that drives me mad.
But Voss believes they are the seed of Vlakith's demise and the agent of Githyanki freedom. And I believe he may be right. Sorry. Strick. Then, when the Kithraki come for me, and come they will, I will submit to their blades. They would feed me to their dragons, and I would deserve no better. Yes, I'd like time to think. We'll meet Kithrak Voss at Sheres's Caress in Baldur's Gate. Until then, be vigilant. Vlakith's eyes are upon us. Eine Brutstätte ist nur mit einem einzigen. Sonst in einem Gelege. Kalir's clutch held 3 dozen eggs, more or less. Though I've learned of creches that harbored 100. Humanoid. How I despise the term. Githyanki are quite superior to humans. Our biology slates state that Githyanki came to lay eggs after we escaped Illithid enslavement and took to the astral plane. It's an asexual process, a favorable change by any estimation. Hideous to imagine a life where I couldn't partake in the pleasures of sex without the looming threat of bearing children. Belegt die mich interessiert der ganze Vorgang. Shukiani. Githyanki chosen by Vlakith herself to bear young. The queen assigns when and where they must lay, and how many eggs they must bear. The Shukiani pass their eggs in the material plane. In the astral, time barely passes. It is a meticulous process, carefully timed so that the eggs hatch at once. Go on then. My own Savage would never have threatened a youngling. A waste of time and energy. The pupils themselves culled the weak from their ranks. I myself felled 4 of my own classmates once Kalir had 100 times circled Tyrell. Das ist ja furchtbar. Erzählt das Leben bei Githyanki nichts. Warum? Rache? Unterhaltung? Das ist unglaublich. Ich bezweifle nicht, dass sie es verdient hat. Not every life is equal. My people have no use for cowards. Every trainee that I slayed was either too weak to withstand the lessons, or was cocky enough to pick a fight they could never win. Their lives were not precious. They were a blight that required expunging. The Githyanki are only as powerful as their weakest warrior. Jaquith de Venzir, the termination of the frail, strengthens us. Okay. Apropos Larve. Ich hab ja noch. Wenn ein Gegner einen Abstand von bis zu 9 Meter entzaubert, kannst du deine Reaktion nutzen, um physischen Schaden in Höhe von oder Grad des Zaubers zu wirken. Okay. Wenn du die Trefferpunkte deiner Kreatur auf eine niedrige Anzahl als die deiner einwickelten Elithin-Mächte verringerst, stirbt die Kreatur und alle Kreaturen in der Nähe erleiden 1 bis 4 physischen Schaden. Was hatte ich hier oben noch? Für sie eine Kreatur mit Macht, die heilt, wenn die Kreatur angreift, sie jedoch auch verwundbar durch alle Schadensarten macht. Deine Angriffe bewirken zusätzlichen, du erleidest aber pro Kakies. Ach, das ist aber auch ein Spell, den man nutzen muss, ne? Stimme vorwärts und stoße alle... Ja, okay. Verlagern. Kreaturen, die durch deine Aktion Fallschaden erleiden zusätzlich... Okay. Kreaturen gegen... zurück... Oh. Und Gegenstände. Krasses Kistchen, du. Okay.
Alles klar. Dann Lager verlassen. Und wir gehen in ein anderes Gebiet, in das Goblin-Lager.